WFD Talk heute Chicago Style. Let's go. Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom WFD Wrestling Talk. Ich wollte den eigentlich in Englisch anfangen, den Talk, aber mein Englisch ist so schlecht. Deswegen haben wir heute eine Dolmetscherin mit dabei, und zwar Alice Croft. Hi Alice. Hallöchen, es freut mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Und um wen es geht, wen sie übersetzt. Und zwar, wie ihr es mitbekommen habt, wir haben viel davon berichtet hier, Chicagoland Championship Wrestling aus Amerika, eine Independent-Liga, die richtig im Kommen ist. Heute haben wir den Promoter, den Besitzer, alles ist dort, das Mädchen für alles, egal für was. We have here John Bullard from Chicagoland Championship Wrestling. Hello, John. Hello and greetings with all of our love and care from the United States to the fans of Germany. It's an honor to be on the show. Thank you for having me as a guest. Thank you too. Habe es richtig gesagt als Antwort. Egal. Aber wen ich noch da habe, wie ihr es seht, auch am Grenzen und mal am lachen mich immer aus. Und zwar haben wir einmal der Arne. Servus Arne. Moin, servus. Hello guys. Und dann haben wir wie immer aus Lübeck unser lila Launebär. Servus Martin. Hallo an alle und hello John. Hello. Ja, ich würde sagen, von der ersten Frage her, ich würde eigentlich auf was eingehen, was jetzt vor kurzem erst entstanden ist. Und zwar, wie ist die Kooperation eigentlich mit der COW entstanden, also mit der Liga von Alex Wonder? All right. So John, the first question that Simi has for you is, how did it start that you started working together with COW, with Alex Wonder? Oh, we started actually in another group on Facebook. I was actually tagged in a group of other promoters. A lot of them were German wrestling promoters. And I was probably the lone American promoter in the group. And I openly talked about how our company, Chicagoland Championship Wrestling, have always working collaborations with other promotions because we do have partnerships in the UK with DNA Pro, but we also have partnerships in Japan with 2AW and also in Mexico with Lucha Libre Boom and Gordos Aztecas Wrestling. And so through that, we started a partnership with Championship of Wrestling. Hopefully when COVID dies down, we could start seeing American talent come to Germany to wrestle, but also see the chance of German wrestlers having the chance to travel to Chicago and be part of our TV tapings as well. Just embrace the world with wrestling. I see. Für euch Jungs war es verständlich? Oder Am besten gerade vielleicht für unsere Fans vielleicht ein bisschen übersetzen, Genau. glaube ich. Und vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, das kann auch möglich sein. Genau, was er gerade im Großen und Ganzen sagt, das Ganze fing durch eine Facebook-Gruppe an, in der auch mehrere deutsche Promoter gewesen sind. Und generell hat Chicago Championship Wrestling auch schon in der Vergangenheit viel mit auch ausländischen Ligen und internationalen Ligen zusammengearbeitet. Und daraus hofft er sich auch eine gute Arbeitsbeziehung in dem Sinne zwischen deutschen Wrestlern und amerikanischen Wrestlern herstellen zu können. Das heißt, dass auch deutsche Wrestler nach Amerika aus expandieren können und umgekehrt. Ah, okay, das hört sich ja schon mal gut an. Aber wir wissen ja, Chicagoland Championship Wrestling gibt es ja noch nicht so lange. Also gibt es eigentlich erst seit einem Jahr. Also vor einem Jahr wäre eigentlich im April die Show gewesen. Aber Grapple Masters fand aber doch dann im Oktober statt. Wie kam das dazu überhaupt, die eigene Liga aufzubauen? Weil wir wissen ja, John war ja vor bei der C3 Wrestling, also C3. Ich weiß, meine Aussprache ist scheiße auf Englisch. Deswegen nur zum Verständnis für dich, Alice. Die Frage ist, wie kam man dazu, eine eigene Liga zu gründen? Das ist eigentlich so meine Frage. Okay.
So John, how did you get the idea of wanting to become a promoter and to have your own show and promotion running? Well, I started, long story short, I was involved as a pro wrestler since 2001. And for a very long time, I did everything from wrestling to managing. I was a commentator for television. And 2012, actually 2011, I had a back injury in the ring and I couldn't wrestle no more. So I felt uh, like I still had reasons and ways to contribute to the wrestling business. So I became a promoter. And my very first promotion I ran was Pro Wrestling Freedom. And we ran from 2012 to 2014. And I took a hiatus break from being a promoter. And then when I moved to this area, I decided to run shows again, but do it in a TV studio style, where no promotions around here was doing that, and to showcase talent that were extremely talented, but they were not given the spotlight that they just deserved. That was a big reason why I started running shows, for that reason. Okay, I see. Also was John gerade sagte, ist, er war früher selber aktiv im Wrestling. Allerdings hatte er sich im Jahre 2011 verletzt und das hat in diesem Sinne seine Karriere zu einem abrupten Stopp gebracht. Aber er hatte das Gefühl, dass er immer noch im Wrestling was beitragen möchte und dass es immer noch nicht für ihn beendet war in diesem Sinne. Aus diesem Grund hat er wieder sich dazu entschlossen, ein Promoter zu werden, ein Veranstalter. Okay. Ja, wir wissen ja, vorher war ja John bei C3 Wrestling von Chris Classic Williams, hat man ja gesehen. Also ich kenne es halt, weil ich habe mich ja so ein bisschen damit befasst, muss man sagen. Das auf jeden Fall, aber Grapple Masters, da waren ja wirklich auch, gerade im Independent-Bereich, gerade so Chicago, waren da wirklich bekannte Leute dabei. Klar, eigentlich wäre Vic Capri zum Beispiel dabei gewesen, eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, also Mike Faso. Wie lange kennst du eigentlich schon Mike Faso? Weil wir wissen ja, er war ja schon mal bei der WWE ganz kurz, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Wie ist die Verbindung zu Mike Faso? So the next question Simi had for you is, how did your relationship with Mike Faso, right? Genau, Mike Faso, Vic Capri, yes. Ach, er hat es nicht verstanden, sogar nicht genau, glaube ich. Oh, okay. I'm sorry, I didn't mean to cut you off, Alice. So what was your question? I do apologize. No worries. So the next question was, Mike Faso, your relationship to him. How did it come to be? How did everything start out there? Well, Vic Capri is a Chicago wrestling legend. I've always had respect for him. I remember watching him years ago wrestle for a company called IWA Mid-South. So when I moved to the Chicago area, he was one of the first talents I wanted to come work for the company. He has great leadership skills as a teacher, as a veteran in the locker room, and as a human being. He's a professional all the way through. Great man. And he's traveled the world. He's wrestled in Europe. He's wrestled in Japan. So having him work for us brings credibility. But most importantly, it gives us a locker room leader, along with Marche Rocket and Chris Logan. So yeah, it's how our relationship formed was out of respect. I see, okay. Grundsätzlich hatte John jetzt gesagt, dass seine Verbindung zu Mike Faso in dem Sinne entstanden ist, dass er eine Menge Erfahrung mitgebracht hat und sowohl im professionellen Sinne als auch im menschlichen Sinne ein ganz, ganz toller Mann ist. Und in dem Sinne einer der wichtigsten Punkte für Chicago Championship Wrestling ist, dass sie in dem Sinne
einen Lockerroom-Leader braucht. Also quasi jemanden zum Aufschauen. Jemanden im Lockerroom, der so ein bisschen die Ordnung beibehält, der die Erfahrung mitbringt, mit dem man auf professioneller Ebene zusammenarbeitet. Im Prinzip wie Undertaker bei der WWE. He's how the Undertaker from the WWE. Can we say? Mike Faso, wie Capri. In the Backstage, das übersetzt es mal, genau. Er ist im Prinzip wie der Undertaker bei der WWE, so im Backstage-Bereich, wo auch die Leute so Aufsehen haben im Prinzip. Okay. So basically, he's like the Undertaker back at WWE. Basically the person everyone looks up to in the locker room and can go to for advice. Absolutely. He is everyone's mentor. He is someone that, you know, you can still have great wrestling matches with him. But he's now grown to the part of being a teacher. He wants to help the young generation become better at what they do. And he has great compassion for the wrestling business and the people in it. He's, like I said, you couldn't ask for a better leader to have in the locker room. Also ist er schon wieder Undertaker. Also ich glaube, das haben wir alle daheim verstanden. Nee, weil ich habe eine Frage, weil ich habe mit Vic Capri, habe ich ja letztes Jahr geschrieben gehabt, er wäre ja bei den Grapple Masters ja dabei gewesen, aber leider ist er ja verletzt gewesen. Jetzt ist er Chris Logan, wo man jetzt hier im Hintergrund sieht, ist jetzt der erste Chicagoland Championship Champion, kann man sagen, Heavyweight Champion. Werden wir vielleicht mal ein Match Chris Logan gegen Vic Capri haben, um den World Heavyweight Title von Chicagoland Championship Wrestling? Die Namen waren Nick Capri und? Gegen Chris Logan. Okay. So, will there ever be a World Heavyweight Championship match between Nick Capri and Chris Logan? Between Vic Capri and Chris Logan? Yes. That will be a match if Logan retains his title in the June 12th show against D-Ray 3000. You could very much account that match will happen. So yes. Sehr gut. Also wir werden dieses Match haben, das habe ich jetzt auch verstanden. Mein Englisch ist zwar kacke, aber das habe ich verstanden, das ist auch gut. Aber ich muss ehrlich sagen, Chicagoland Championship Wrestling hatte echt geile Wrestler. Wir haben zum Beispiel hier im Hintergrund zum Beispiel Garrison Creed, auch ein genialer Wrestler, oder auch damals von Impact, Marshall Rocket ist auch noch bei Chicagoland Championship Wrestling. Haben gerade solche Leute, sorry Alice, das sind wieder Namen, wo du vielleicht nicht kennst, ich vielleicht eher, aber haben solche Leute wie Garrison Creed und Marshall Rocket auch Chancen auf den Titel? Do people like Garrison Creed and? Garrison Creed and Marshall Rocket. Rocket, yeah. Do they also have basically a championship inside? Is there a high probability of them holding maybe a world championship? You could definitely see Marche or Garrison being world champions. Yes, they're both world traveled. They both are top caliber talents. So yes, I could see both men easily being world champion. We can make a fatal four-way match. Fatal four-way: Chris Logan versus Vic Capri versus Garrison Creed and versus Marshall Rocket. That's a good match, or? Oder can be. Sounds amazing. Also Leute, ja, das konnte ich jetzt, weil den Namen kenne ich so ein bisschen. Also wirklich ein geiles Match, was gehen kann. Hier Chris Logan, der Champion, der Heavyweight Champion von Chicagoland Championship Wrestling, gegen Garrison Creed, gegen Vic Capri, wo damals schon mal bei der WWE war, aber ist schon etwas länger her. Und natürlich Marshall Rocket aus Impact Wrestling. Das wäre wirklich ein geiles Match. Also, when can we see this match? Oder frag ihn mal, wann können wir dieses Match sehen, dieses Fatal Four-Way Match? So, if there were a Fatal Four-Way match between those four gentlemen, when is the chance of it happening?
We want to see That's this. That's a good question. Yeah. We want to see this, Good, yes. Yeah, that's a good question. We might have to make that a WFD TV exclusive for the fans. I could probably see that match happening later this year. I see that happening. It's good. And we can become this match for WFD TV? Hat er das verstanden? Well, you're requesting it, so yeah. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat er gemeint? Hat er gesagt, also wenn ihr wolltet es. Ja, also wenn dieses course. Match stattfindet, also wenn er uns nur dieses Match für WFD TV schickt, das wäre genial. Ich werde es auch kommentieren, absolut kein Problem. Werde ich machen. So basically, Simi just said, if you send this match over to WFD TV, he's going to comment on it. Okay. Super. Okay. Aber ich würde sagen, wir kommen mal auch so ein bisschen auf die Deutschland-Fragen, weil klar, Amerika, nicht jeder ist jetzt, sage ich jetzt mal, darauf spezialisiert. Aber ich weiß nicht, Arne, du findest doch auch, Chicagoland Championship Wrestling hat ja schon eine Kooperation mit COW, jetzt hier in Deutschland. Ist doch auch eine gute Sache, oder? Ja. Dass sie vor allem halt hier in Deutschland vertreten sind, sagen wir mal so. Yeah. Yeah, I tried in English. Yeah, better than Simi. Just a joke, Simi. I love you. Do you have favorite female or male wrestler here in Germany, or promotions that you like more than others? Well, I am a fan of WXW. Yeah. Cool. One of my first big exposure to German wrestling when I was a kid was Otto Schwann's way back in the 80s and 90s, of course. But yeah, like WXW. Alice actually is actually one of my favorite female wrestlers over in Germany. I love the whole Lovecraftian gimmick. That's great. So it's kind of an honor to actually have her as my translator. I was like, oh, I wonder who's gonna be my translator, and I saw this her. I was like, are you for real? Like, that's awesome. Okay, So yeah, I'm such an honor. Well, it's a good thing I lost a lot of powder, because now I'm really flattered because it was kind of the same thing for myself. So I was like, holy shit, I'm going to be in an interview with an American promoter. Holy shit. So that's very likewise. Also ich sag mal für die Leute daheim, Alice, warum bist du jetzt gerade eben kurz rot geworden? Erklärst du nur ganz kurz. Genau. Das klingt jetzt alles so sehr nach Eigenlob, und wenn jemand kein Englisch versteht, dann Werbung für sich selber. Aber was er im Großen und Ganzen sagte, ist eine Menge, seine erste der erste deutsche Wrestler, von dem er in dem Sinne ein Fan war Otto Wanz. Und okay. Er ist auch sehr, also er hat WXW selber auch sehr verfolgt. Und er sagte in dem Sinne, wenn er jetzt so Social Media verfolgt, da mag er mein Gimmick tatsächlich auch sehr gut leiden. Das Konzept des Lovecraft-Charakters findet er cool. Okay, dann, sorry Arne, du darfst gleich. Ich habe für John ein kleines Video. Ein Video nur für John, werde ich jetzt gleich abspielen. Kannst du ihm vielleicht kurz sagen, dass ich ein kurzes Video für ihn habe? Das werde ich jetzt hier gleich abspielen. Okay. So John, Simi prepared a little video that he especially made just for you. So don't get startled, as he's going to play it in a couple of seconds. Okay. You look, okay. Moment. Das hier. Okay. So, and play. Ich bin so schlecht im Improvisieren. Hello John, this is Alice. I'm a former student of WXW in Germany, and I'm currently in a nice little interview with Simi the Crow.
And he made me aware of this beautiful little league you have going on over there. And I would love to learn more about every style of wrestling there is, and I want to take in just about any teacher I can get my hands on. And I want to learn as much as possible from them. So if you will ever have a free space for me, if you ever are interested in having a young wrestler from Germany over at yours, I would be glad to work with you, and thank you in advance. John, I'd be you honored. Why you gotta do me like that, Amy? And what do you say? Yeah, I would, Alice, I would be honored. I would, yes. Thank you so much. Yeah, Okay. absolutely. Also, That's a big reason why, not to cut anybody off, but that's a big reason why I've been doing these collaborations with other promoters, is to give talent the chance to travel across the country, travel to different places, and work for companies that are safe. Places where that talent doesn't have to worry about someone being a creep or someone doing horrible things. They're just good people that do good business, and a way for people to learn wrestling, but also learn culture. And to me, I've always enjoyed traveling. I actually look forward to going to Germany, so I could actually say hello to all of you in person. Nice. But yeah, absolutely. I definitely look forward to meeting you in person, Alice. So yes, absolutely. Please stay in contact with me. But yes, that's the reason why we do these collaborations. Is a perfect example to give someone a chance to travel to the United States and to learn different styles of wrestling. So, yes. I see. Okay, was John jetzt gerade gesagt Great. hatte, war im Großen und Ganzen der Hauptgrund, warum er Kollaborationen mit internationalen Ligen macht, ist, weil er Talent auch die Möglichkeit geben möchte, zu reisen, neue Kulturen kennenzulernen, neue Wrestling-Stile kennenzulernen und gleichzeitig aber auch in einem Umfeld in dem Sinne arbeiten zu können, von dem sie wissen, dass es professionell ist, dass es sicher ist und dass man dort mit vernünftigen Leuten zusammenarbeiten kann und gute Erfahrungen machen kann. Und nur für die Leute daheim, das Video, was ich gerade eingespielt habe, wenn ihr den ganzen Talk anschauen wollt, also bei Hoppes Wrestling Show ist der momentan noch drin, und zwar der Talk mit Alice Croft, und genau dieses kleine Stück haben wir doch drin gehabt. Und ja, ich hoffe, das war eine gute Überraschung. Ja. Denn ich wusste nicht, hat es schon gesehen oder nicht, aber das heißt ja, wir könnten ja Alice Croft doch mal bei Chicagoland Championship Wrestling sehen, also bei Grapple Masters, so wie es aussieht. Also. Aber ich würde sagen, ich gebe jetzt an Arne weiter, weil Arne hat noch ein paar Fragen, gerade jetzt so, ja, ach, ich überlasse ihn einfach mal. Ich halte jetzt mal meine Klappe für euch. Promised? Simi, promise? Versprichst du das? Ich verspreche nichts. Okay. I promise nothing. Okay. Ja, jetzt muss Alice übersetzen. Jetzt musst du leider übersetzen. Das heißt leider, aber ist in ferner Zukunft oder in Zukunft irgendeine Aktion mit den Fans geplant, dass auch die Fans hier in Deutschland rüber zur Chicagoland Wrestling kommen, ob da irgendwie was geplant ist von den Promotions? All right. So, over at Chicago Championship Wrestling, are there currently any plans on maybe projects of some sort or anything like that that could possibly pull over German fans to go and visit the events? Yes, actually. We have a company that we are partnering with. It's called Wrestling Travel. They mainly help with the UK, but they also are open to fans of all of Europe. And so they offer tickets for fans to get flights, hotels, and also for shows. And I've talked to them actually about the possibility of both UK fans and German fans to have a travel package where when they come to see one of our studio wrestling shows, we will take them out to dinner. We will take them out to show them the city. And that way they get not only a wrestling show, but they get the whole experience of our city as well, and take in the culture and show them, you know, just have a great time, have fun. You know. Wrestling Travels was the name, right?
Wrestling Travels, yes. Wrestling Travels, okay. Also er hat tatsächlich ein Programm im Moment am Laufen. Dieses Programm heißt Wrestling Travels und in diesem Sinne bietet dieses Programm Packages an. Unter anderem Reisepackages, die es auch für Fans momentan noch hauptsächlich in der UK, aber sie sind im Moment auch in Verhandlungen mit Deutschland, sodass auch deutschen Fans, was bald ermöglicht werden könnte, ein Travel Package zu kaufen in dem Sinne. Und dadurch würden sie nicht nur abgedeckt haben, dass sie den Flug bewältigen können, ein Hotelzimmer mit drin haben, aber sie würden zum Beispiel auch die Stadt gezeigt kriegen und so dass sie die komplette Experience dahinter haben können. Dass sie nicht nur den Event sehen, sondern dass man auch was zu essen mit ihnen holen würde, dass sie eine Stadttour gegebenenfalls kriegen würden. Und es würde sich definitiv darum gekümmert werden, dass die Fans sich dann auch wohlfühlen. Sounds like good. Wrestling Travels. Yeah. I'll save the name. The man that helps runs that, his name is Justin Clapper. Justin Clapper. Okay. I also have you on my Facebook. I will send you his information if you want to share that with the group. Yeah, of course. Thanks. Vielleicht kleine Übersetzung für die deutschen Fans, würde ich sagen, oder? Genau, richtig. Auch für mich, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Wir sagen eher für die deutschen Fans, wo sie es nicht verstanden haben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, kein Problem, kein Problem. Nee, aber da gibt es ja Kooperationen, so wie ich es verstanden habe, ja mit England und mit Deutschland ja auch intensiv jetzt auch verstärkt, was sich auch sehr, sehr gut anhört, muss ich sagen. Aber ja, halt mal, jetzt habe ich wieder eine Arne unterbrochen, sorry. Arne, alles gut. Was John gesagt hat, ist, dass der... Dem Ganzen hat John jetzt noch dazu gefügt, dass er die Kontaktinformationen hinsichtlich Wrestling Travels hat und dass er uns dementsprechend auch mit den Kontaktinformationen versorgen wird, nachdem wir den Stream beendet. Okay. Genau. Arne, hast du noch Fragen? Weil mich wird zum Beispiel interessieren, gerade mit Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es Arne, ob es dich auch interessieren wird oder auch Martin, du vielleicht auch, IPW kennen wir ja, du bist ja wirklich irgendwann von Chicagoland, würde ich schon sagen, von der IPW. Von IPW, ja. Genau, aber werden wir vielleicht hier, man sieht es vielleicht ein bisschen, ne, man sieht es nicht ganz, ich kriege die Bilder irgendwie nicht in meinem Hintergrund gut hin, aber wird man vielleicht Grapple Masters auch mal eine Show hier in Deutschland komplett sehen, also nicht nur die einzelnen Wrestler, sondern auch die Show Grapple Masters? Könnte sowas vielleicht mal stattfinden hier in Deutschland? So John, is there any chance that maybe at some point in time there will be an actual Grapple Masters show here in Germany? I would love to do something like that. That'd be great. Definitely, if we partner with more German promotions, I think we can probably bring a group of our wrestlers over and do maybe a TV studio American style show with a mixture of American and German talents. That way we give the German fans a very unique show experience that is uniquely American, but yet showcases best of both worlds. I see. Also was John jetzt gesagt hatte, war, dass wenn es mit den Kollaborationen mit den deutschen Ligen und Promotions weiterhin so gut funktioniert, dann ist das definitiv eine Sache, über die man nachdenken kann in der Zukunft. Man würde das Ganze dann höchstwahrscheinlich auch in einer Art TV-Studio-Formatierung behalten. Und man hätte dadurch auch die Möglichkeit, dass man sowohl deutsche Wrestler als auch amerikanisches Talent zusammenarbeiten lassen könnte und dadurch so seine ganz eigene Zuschauer-Experience erstellen könnte. Mhm. Gut dann. Arne, hast du da noch eine Frage? Nee, hat er mir alles vorweggenommen.
Aber das ist genau, aber das hat mich jetzt echt interessiert, weil das wäre echt mal interessant, wirklich auch dann, gerade weil wir hier in Deutschland sind, dass wir auch die Shows besuchen. Die Frage ist, weil wir wissen ja, Martin, oder? Du weißt ja auch, wir des WFD-Teams sind ja bei der IPW eingeladen, dass wir da kommen dürfen. Also das heißt, wir kommen einfach hin, weil wir eingeladen sind, ist die Frage, wenn wirklich mal John mit Chicagoland hier in Deutschland ist, gibt es auch Einladungen ans WFD-Team? Wäre ja toll. Oder? Fuchs. Wie war die Frage? Gibt es Einnahmen fürs WFD-Team? Ja, also wenn er wirklich mal hier eine Veranstaltung hat in Deutschland, ob er uns, das WFD-Team, dafür für die Show, für die Veranstaltung einlädt. Weil wir schon, genau, weil wir haben ja schon eine Einladung zum Beispiel von der IPW, also von Thomas Strauß haben wir ja schon bekommen, dass wir zu der IPW kommen dürfen, also das WFD-Team. Da ist die Frage, John, ich sag mal, den vergleiche ich so ein bisschen wie mit Thomas Strauß, das ist der amerikanische Thomas Strauß, kann man sagen. Vielleicht gibt es auch da eine Einladung, also einfach nur so mal eine Frage. So am Rande. Sie lacht schon. So basically what Cindy just asked in a very, very charming and nice manner while giving you the big old puppy eyes is, will the WFD team be invited once you have shows over here in Germany? Of course, you guys are our family, so yes, absolutely. Sehr gut. That's fine. That's very good. That's very good. Yes. Also Leute daheim, hier Chicagoland Championship Wrestling, also ruhig einschalten. Wenn ihr übrigens dieses T-Shirt haben wollt, Arne, wo kriegen Sie dieses T-Shirt? Wo kriegt man das? WFD Fanshop. Genau, und für die deutschen WFD Fanshop, und zwar bei Get Shirts, da könnt ihr dieses T-Shirt kriegen. Da gibt es auch übrigens die College-Jacken, die sehen mega aus. Also muss ich echt sagen, also nicht College Jackets, Hoodies, all nice stuff with the logo of Chicago. Das Herz begehen. Ja, genau. Weil zum Beispiel mein Logo auf so einem College-Shirt, College-Jacke sieht nicht so schön aus, aber von Chicagoland muss ich sagen, sieht schon mal nicht schlecht aus, oder Martin? Richtig, auf jeden Fall, muss ich sagen. Du hast ja auch eine College-Jacke, aber ich glaube mit deinem Logo, oder? Ich habe die College-Jacke vom WFD-Team, ja. Ja, das ist auch gut. Now, John, we have called the fans in Germany who buy the stuff of Chicagoland Wrestling that buy in the WFD fan shop. Yes. A little bit support. Yeah. Yeah, very grateful for that too, and the support. So yeah, thank you for all of you guys for supporting us. It means a lot to not only myself, but to all the wrestlers who work with me, to know that we have fans all over the world. And, you know, everybody knows that Germany has the best wrestling fans. And so to us, it's an honor. So thank you for supporting us. Kein Problem. That's no problem. Many wrestlers say Germany fans are the best of the world. Bret Hart say this, Owen Hart say this, British Bulldog, Kevin Nash, wer noch? Scott Hall, I don't know, wer noch. Aber Martin. And so many more. Was meinst du, Alice? Terry Funk said something very similar as well. He was very positively impressed by the German fan base. Like he came backstage that one time we had him over here in Germany, and he was like, "Oh, this is so nice. These people are so nice. They're so happy that there's wrestling here. They're so thankful." And I think you have a point about that. Because I haven't seen a lot of different crowds in my time yet, but I think German wrestling fans, they can get pretty crazy, but in the best way. Because they just leave out that emotion. Get the aggression out. Yeah. Our fans in Chicagoland is like that too. Our show is at a Legion Hall, so is definitely flowing. So the fans have a good time. So they're very loud, rowdy, kind of like soccer fans in a way. So I enjoy crowds like that. To me, that's a good wrestling crowd.
it makes being a wrestler more fun when you have a crowd that's really into everything you're doing. So I love rowdy fans. Some of the best stuff happened due to rowdy fans. I think I remember seeing that video of Drew Gulak at one time, where he cut a promo in a ring. I don't exactly remember what promotion it was. However, the fans started throwing toilet paper at him at first, and I think the next thing flying were the chairs, actually. So that was an amazing spot to bear witness to, basically. Yeah, I remember watching that too. Well, it was wild. Well, normal people would be scared for their lives. I was like, I want that. That's me. Yeah. That's me right there. Career goals. Weißt du, kann man eine kurze Zusammenfassung machen von dem, was ihr da gerade geredet habt? Oder? Dass ich das auch verstehe. Im Großen und Ganzen haben wir gerade darüber geredet, dass Wrestling-Fans sowohl hier in Deutschland schon sehr leidenschaftlich sind, aber das gibt es auch viel in Amerika, auch gerade in Chicago verbreitet, sind die Fans gerne sehr laut und ein bisschen rowdy. Oh ja. Ein bisschen vergleichbar mit Fußballfans, sagte er. Und im Anschluss dessen hatte ich jetzt daran angeschlossen, an etwas, das ich mal im Internet gesehen hatte, wo Drew Gulak eine Promo hielt und die Fans so wütend auf ihn geworden sind, dass sie zuerst mit Klopapier geschmissen haben, aber dann war das Klopapier irgendwann aus. Und das Nächste, was man fliegen sah, waren die Klappstühle. Oh, okay. Während ein normaler Mensch Angst um sein Leben und seine Gesundheit hätte, saß ich im Großen und Ganzen vorm Bildschirm und dachte mir, das will ich auch. Ja, aber dass das Klopapier aus ist, könnte es denn vielleicht an unsere momentane Corona-Phase liegen? Oder wer weiß, wer weiß. An einem Schiff liegen, das im Moment quer in einem Tunnel steckt. Ja, oder in einem Kanal. Wie heißt Genau. Suezkanal. Suezkanal. Ja, da haben wir momentan Probleme. Also. Ich weiß gar nicht, Martin, hast du vielleicht irgendeine Frage an John? Ja, ich wollte mal ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die Wrestling-Matches oder Show, Chicagoland Wrestling, Chicago Championship Wrestling eingehen. Und zwar hat er irgendwie einen emotionalen Moment bei einem Wrestling-Match, sag ich mal, was ihm sehr emotional in guter oder auch schlechter Erinnerung geblieben ist. Okay, so John, the next question we have coming up is, what would you say is your most emotional moment you witnessed in wrestling? May it be in a match of your own or a match you witnessed, may it be positive or very negative. What would you say was the peak of emotion for you up to this point? There's 3 moments I've had, Alice, that were probably the most emotional I ever had in wrestling. One was when we had our very first heavyweight title tournaments in PWF that I promoted. It was the emotion of the crowd. Kyle Matthews, who was the underdog, he won the title, and he defeated Dustin Reyes, who was undefeatable literally for a year. He never lost a match. And when Kyle beat him, it was like the Rocky story, like the movie. And so like the entire crowd was on their feet. People were crying. It was like really emotional. That was one. We did one. 2 was at Chicagoland. We opened our show giving a standing ovation to our friend Chris Martinez. He was the one who actually helped me found Chicagoland. He passed away due to cancer. So we gave him a standing ovation to open the show. That was one. I actually had a ring announce it, which was the hardest thing I've ever done. I can imagine. And probably the main event of our first show, when Chris Logan won the title. That year was a hard year for Chris. He lost his mom to cancer, and then he got COVID,
and he survived. And for him to become champion, it was emotional for everybody, for him winning it. And it's just one of those things. I'll have to send you guys the clip of the match to watch to see what I mean by emotion. But it was one of those. It was a good feeling type of event when we did that. But those were probably the most emotional things I've ever encountered. And just the passion of wrestling and of friendships that we've had over the years with people. I see. Yeah, I can totally understand that. Um das Ganze jetzt zusammenzufassen, es gab 3 sehr emotionale Momente in Johns Leben im Wrestling-Geschäft in dem Sinne. Der erste Moment, den jetzt genannt hatte, war das erste World Championship Match, das veranstaltet hat in der EPWA. Das zweite war in dem Sinne eine Verabschiedung von einem guten Freund, den verloren hatte im Wrestling-Business, an die Krankheit Krebs. Und der dritte Moment, das war das mit Chris Logan. Das war ein Championship-Gewinn von Chris Logan, nachdem er ein sehr, sehr hartes Jahr durchgemacht hat. Und er sagte, er müsste uns auch den Clip dann eventuell im Nachhinein mal schicken, weil er sagte, das war ein emotionaler Moment, den kann man durch Reden in dem Sinne nicht nachempfinden. Das ist ein Moment, den muss man für sich selber in dem Sinne erleben, weil in diesem Augenblick sieht man auch die Familie, die das Wrestling in Wirklichkeit darstellt, die Freundschaften, die es aufbaut und die ganzen innigen Beziehungen dahinter in dem Sinne. Okay. Ja, und wie halten sich die Wrestler, sag ich mal, dort in Amerika jetzt so momentan fit? Also hier sind ja, ich glaube, die Fitnessstudios zu und wegen Corona, Lockdown und so weiter. Wie sieht es denn da in Amerika aus? Wie halten die sich fit? Wie hält sich John fit? So, around the speaking of the Corona pandemic, what are wrestlers over there and talent doing over there right now in order to keep fit and to keep in shape? Because over here in Germany, we've been we've just gotten out of a lockdown, and basically everything was closed down. We didn't have any gyms open for a couple of months now. So how are things over in America right now? Some parts of the United States is open compared to other states that have more larger cases of COVID. I know in our city, the gyms are open, but we have to wear a mask. We do have to social distance, of course. Hand sanitizer is available everywhere you go. So for some folks, they can still work out. I know a lot of my guys were working out at home. They were just doing push-ups, just, basic workouts just to keep themselves in shape as much as possible. Because, when COVID hit us pretty hard too, where a lot of things were closed. So, yeah, that's what we had to go through. It's a case-by-case basis in some of our states. But where we're at right now, we're opening up to a point where I feel like we should be safe, but I still think that we should take precautions on things, because human lives are more worth it than, entertainments. Wrestling will always be here, but we need our families and our friends to be safe and healthy. So to me, that's what matters the most. Yes, sir. Was jetzt sagte, ist, in Amerika wird es unterschiedlich je nach Region und je nach Schweregrad der momentanen Infektionszahlen geahndet. Manche Teile haben ihre Fitnessstudios und Läden zugemacht. Manche sind bereits wieder offen, manche haben gar nicht erst zugemacht. Es gibt also Talent, das durchaus noch im Gym trainieren gehen kann. Sie müssen allerdings den Sicherheitsabstand voneinander halten, sie müssen eine Maske tragen und es ist überall Desinfektionsmittel für die Hände verfügbar. Es gibt aber auch anderes Talent, die sich jetzt darauf eingependelt haben, dass sie sich viel zu Hause fit halten und das auch erfolgreich. Okay. Ja, weiter habe ich im Moment nichts. Aber ich habe immer Fragen. Weiß gar nicht, Arne, hast du gerade Fragen? Weil du schon so einen Ansatz machst,
nicht, oder? I have a question, yes. If John have questions to us, to our WFD community or team, or to Alice, maybe. Do you have questions for us? Oh yeah, absolutely. Got plenty of questions. Yeah. So first for the WF team, what would you like to see more from us in Chicagoland? But most importantly, what is your guys' future goals within the next 5 years to continue to develop what you're doing as a team and as a project to showcase wrestling around the world? Arne, hast du verstanden? Ich nicht. Ich auch nicht. Du guckst auch so wie so ein Auto gerade. Touch on that one. Ja, ich habe nur gewartet, dass du es übersetzt. Ja, kann ich gerne machen. Okay, mach. Ja, Ja, John ja. hat tatsächlich ein paar Fragen, wenn das hilft. Ja, Ja, das habe ich auch verstanden, dass er Fragen an uns hat. Also. was wir mehr sehen wollen bei Chicago Wrestling, bei der CCW, und was unsere nächsten Ziele sind vom WFD-Team, was wir in Zukunft so geplant haben, wo wir hinwollen. Das hat er gefragt. Okay. Martin? Oder soll ich einfach für uns? Ja, ich weiß gar nicht, weil klar, wir sind ein komplettes Team, also Genau. Deswegen glaube ich, wenn jetzt jeder Einzelne redet, wir haben da eigentlich so dieselben Ziele, muss man ja schon ehrlich gesagt sagen. Also ja, ich sag mal, klar haben wir mehrere Projekte, weil nicht nur John hat Kooperationen mit deutschen Ligen, wir ja natürlich auch. Da wird in Zukunft auf jeden Fall einiges kommen. Bloß da dürfen wir leider noch nichts dazu sagen. Ja, aus, ich sage jetzt mal, vertraglichen Gründen dürfen wir noch nichts sagen. Sagen wir einfach mal so. Aber ihr werdet auf jeden Fall das noch herausfinden, was noch kommt. Was wir geplant haben, das kann ich jetzt eigentlich schon nennen, weil es klar ist, es ist eine Aufzeichnung, aber wenn wir es rausbringen, in ein paar Tagen wird es veröffentlicht. Und zwar, wir haben Playground. Playground ist eine Game Show mit Wrestler oder Wrestling-Persönlichkeiten aus Deutschland. Wird jetzt am Samstag, den 3. April um 20 Uhr stattfinden, also die erste Ausgabe. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf mehr gefasst machen. Also das ist schon mal ein Projekt, wo ich verraten darf. Also eine Game Show haben wir. Was wir für die Zukunft noch geplant haben, können wir nicht genau sagen. Wie gesagt, wir haben Kooperationen mit deutschen Wrestling-Ligen. Es sind zwar einige Planungen drin, aber dürfen wir leider noch nicht so erwähnen. Aber was wir auf jeden Fall so in Sicht haben, mit Henry Godwin haben wir ja schon mal angefangen, also eine Persönlichkeit aus den 90er. Demnächst wird auch wieder eine auftauchen. Wer das sein wird, werde ich jetzt mal nicht verraten. Deswegen, ihr müsst uns schön folgen, dann werdet ihr das mitkriegen. Auf jeden Fall wollen wir gerade für die Fans daheim auf jeden Fall mehr fürs Wrestling Talk begeistern mit richtigen Persönlichkeiten, was eigentlich richtige, mit Persönlichkeiten, wo die meisten auch kennen. Ja, aber sonst, weiß gar nicht, Arne, Martin, wo wollen wir eigentlich noch hin? Geben wir Alice erst jetzt mal die Zeit, das zu Genau. Das ist genau. Okay, okay. so Sorry, Alice. Kein Problem. So there is a couple of projects planned for WF team. As in, there is some cooperations with German leagues planned. However, they are not allowed to give any input on that yet, due to some reasons of contracts. However, there will also be a new format. They're going to start on the 3rd of April, the next Saturday, which is a show called Playground, which is basically a game show in which wrestling personas and wrestling characters can partake in order to fight each other virtually for the win. Doing what we love the most. Genau. Und ich sage mal, was man vielleicht auch noch sagen kann, also was ich vor allem vermehrt auch mache, weil da habe ich ja auch ein paar Ligen so in der Hinterhand, also nicht nur hier in Deutschland, auch aus Amerika, wo ich, sage ich jetzt mal, ja, die Shows produziere, sagen wir mal so. Also da ist auch was geplant. Also wie gesagt, nicht nur hier in Deutschland, weil ich habe, wie man weiß, die EWS,
die Erding Wrestling Show habe ich ja schon 2 Shows produziert. Also wer weiß, vielleicht wird da noch mehr. Und mit amerikanischer habe ich da auch schon so ein paar Pläne. Also das ist auch schon mal so ein Ziel, ja, was wir eigentlich als Team eigentlich auch haben, was wir für die Zukunft machen. Produktion für Veranstaltungen oder Shows. Genau, das kann ich doch erwähnen. So another goal that the WFT has set for themselves is that they're planning on cooperating in terms of producing shows for also American leagues in the future. That's really good. Really Genau. good. So question I have for you now, Alice. When do you want to actually come to the United States to wrestle, and when is there other companies or places or wrestlers you've been wanting to wrestle or work with or learn from? Oh, now that you're saying, yes, actually. So about the travel to America, to be honest, we're going to have to watch out for the Corona pandemic, and Of course. basically I would love to get back into training as soon as the borders reopen, and as soon as I can possibly snatch a plane ticket upon me. So that much about that. So a person I would definitely like to name at this point. I don't know if you've heard of his name. He is the Nightcrawler, Matthew Vaughn, and he's a wrestler from Georgia. I think he usually wrestles at Livewire in Atlanta. Okay. And I've been having a couple of talks with him, and he seems to be very professional, and he brings a lot of experience inside of the ring and in terms of creativity along with him, which is why I would love personally to be able to work with him at some point. And of course, I would love to meet just about every female wrestler that I can basically get my hands on, because there's always something new to learn. There's always some new experiences to have, and even though I had the privilege of getting good at professional training back in the day, I feel the need that I have a lot of stuff to relearn, a lot of stuff to shake the rust off a little bit, and also still a lot of experiences to make, which is why I would love to work with basically as many people as I possibly can. Yeah, and that's the best way to learn. I feel the problem with most wrestlers, they feel like once they graduated from their training class or their dojo or school, they feel like their training is done. Yeah. And yeah, we never learning. Even myself, been doing this for almost over 20 years, and I still go out my way every day trying to learn something that I never knew about, or maybe learn a new trade or a new skill like graphic design work or different things. As the day that we stop learning is the day that we fail, and we fail ourselves. So it's always important to continue to learn. Definitely agree on that. Okay. Jetzt kommt der schwierige Part. Jetzt muss ich wieder auf Deutsch umswitchen, und das ist kennt ihr diesen kleinen Bluescreen, den der Computer kriegt, wenn er einen schwerwiegenden Fehler hat? Das ist quasi mein Gehirn. Nein, seine Frage war grundsätzlich, wann es für mich denn in Frage kommen würde, wieder ins Training einzusteigen, auch außerhalb von Deutschland. In dem Sinne habe ich ihm da jetzt diesbezüglich erzählt, am besten so früh wie es geht. Natürlich wird man jetzt erstmal die Pandemie abwarten müssen, wie sich das weiterentwickelt, wie sich die Impfungen weiterentwickeln. Das Ganze geht ja schön schleichend voran aktuell. Aber Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Im Anschluss daran hatte er gefragt, ob es bestimmte Leute gäbe, mit denen ich bevorzugt zusammenarbeiten möchte. Da habe ich jetzt jemanden genannt. Das wäre Matthew Vaughn, der Nightcrawler, ist sein Spitzname. Und er ist ein Wrestler in Atlanta in Georgia. Und er bringt eine ganze Menge Kreativität mit. Er ist sehr professionell im Ring. Er hat eine Menge Erfahrung im Ring. Und ich habe das Gefühl, wir sind sehr auf einer Wellenlänge miteinander. Und dessen würde es für mich Sinn machen, mit ihm diesbezüglich zusammenzuarbeiten. Okay. An für sich sagte ich dann im Anschluss daran auch noch, in Sachen Ladies Wrestling bin ich bereit eigentlich für jede Challenge. Aus dem einfachen Grund, dass man nie fertig gelernt hat
Und auch wenn ich das Privileg hatte, dass ich gute Trainer hatte und damals vor einiger Zeit ein sehr professionelles Training genießen durfte, es gibt eine Menge Rost für mich abzuschütteln. Es gibt eine Menge Sachen, die ich mit ganz großer Sicherheit neu erlernen muss. Aber es gibt für mich auch eine ganze Menge an Erfahrung, die ich auch sammeln muss und die ich auch sammeln möchte. Und da sind wir gerade auch so ein bisschen im Gespräch miteinander gewesen, dass viele Leute aus dem Training rauskommen mit dem Glauben, ich bin jetzt ein fertiger Wrestler. Und das ist in dem Sinne ein Irrglaube, denn fertig ist man nie. Auch wenn man 20 oder 25 Jahre im Geschäft war. Irgendwo um die Ecke lauert immer am Ende des Tages doch noch eine Lektion, die man lernen kann. Ja, das stimmt. Also, fertig ist man nie. Es ist ein stetiger Lernprozess. Und John sagte da auch gerade sehr gut, der Tag, an dem du glaubst, du hast fertig gelernt, der Tag, an dem du faul bist, das ist der Tag, an dem du abstürzt. Okay. Ja, das stimmt. Also da muss ich ihm auch recht geben. Da hat er vollkommen recht. Also könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber die Frage, was ich eigentlich auch noch habe, wenn er jetzt dich holen würde, wer wäre eigentlich so deine Gegner oder Gegnerin? Also wird er auch ein Intergender-Match veranstalten? Weil ich weiß, dass es so viele weibliche Wrestlerinnen gar nicht hat. Also ich kann mich jetzt gerade nur an 2 erinnern. Aber gäbe es da für dich auch, sage ich mal, Gegnerinnen, wo du antreten kannst? Wenn nicht so viele gibt, gibt es dann auch die Möglichkeit zum einen Intergender-Match, wie zum Beispiel hier gegen Johnny Nye. So, Johnny Nye. Das ist der Blonde hier auf der Seite. Kann ja nicht schaden nachzutragen. So John, Simi had a very interesting question just now. Would there be a possibility of doing intergender matches in America at Chicago Championship Wrestling? As in, for example, me working against a male person. Yeah, Johnny Nye. Of course. Yeah. Johnny Nye. Yes. On our Why do you want me June. against Johnny Nye so bad? Now I'm. He just wants to see you beat up Johnny Nye. That's all it is. Yeah, on our June 12th show, we do have a 6-person tag match. One of the competitors is Janaya Kai, who's a very talented female wrestler, but she's also a martial artist. And she's actually the only woman in the match. Everybody else is male. So we do actually, intergender matches, yes. If it's done correctly, it could be a great match and a good story. So, yes. And also Alice versus Johnny would be kind of fun to watch. Ein gutes Match. Irgendwie baue ich schon die Matches auf für die nächste Veranstaltung, habe das Gefühl, ein Fatal 4-Way-Match, da ein Intergender-Match, also wen wollen wir noch haben? Aber sorry, muss ich ja kurz übersetzen. I will pull them all into the ball. Sorry. Ich halte meine Klappe. So, vielleicht ganz kurze Übersetzung noch, was John gerade erzählt hat für unsere Fans zu Hause. Genau, John sagte jetzt an dieser Stelle, dass es zwar definitiv weibliches Talent gibt, aber wie ihr gerade auch schon richtig sagtet, es ist nicht verbreitet und es ist im Moment noch nicht viel. Aufgrund dessen, wenn eine sinnvolle Story daraus entstehen kann und ein gutes Match daraus entstehen kann, dann ist absolut die Möglichkeit gegeben, dass es Intergender-Matches geben wird. Es ist wohl auch eins geplant, in dem tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nur eine Dame ist. Okay. Das finde ich schon mal interessant. Aber wen sieht er eigentlich von seinen Leuten, also von seinen Wrestlerinnen auch, wer hat so das größte Potenzial oder hat so das größte Talent, wo er sagt, oh, der Wrestler oder die Wrestlerin könnte vielleicht auch mal bei den großen Ligen spielen, wie bei der WWE oder AEW oder Impact oder wie die alle heißen. Wer hat da so das Talent dafür aus seinen Reihen? John, if you had to make the decision of which one of your talents you would consider to be basically superstar material, as in making their way all the way up to WWE, AEW, or Impact, do you have any thoughts about who that could be? Possibly, and why? There's so many of them, actually. We booked our show has always been about showcasing the best talents in our region.
So there are so many guys I feel like could be there. Marche Rocket, he used to wrestle for Impact Wrestling. He's someone I definitely see that. Chris Logan should have been on national television years ago. Paragon is a person who I feel like in a few years he'll be on worldwide television. Garrison Creed, there's just so many. I mean, I feel like the whole roster could very easily be on any of those programs. They're all professional and they're very talented. Sorry if that's such a, like everybody, but that's how I feel, I guess So, I understand that though. Okay, also um es ganz grob zusammenzufassen, er hat jetzt ein paar Namen genannt. Genau, Aber also, grundsätzlich vom Prinzip her würde er sagen, in Anbetracht dessen, dass sie eine gewisse Qualitätsvoraussetzung haben bei ihm im Kader und dass er auch gerne behauptet, dass er da ein sehr professionelles Talent bucht in seinem Lockerroom, würde er sagen, tendenziell hat jeder, der in diesem Lockerroom ist, in seinen Augen Superstar-Allüren und durchaus die Chancen, auch weiter nach oben aufzusteigen. ja, das sind da so Namen gefallen. Also einmal hier Chris Logan, also für die Leute, die ihn nicht kennen, dass ich mal zeige, das ist Chris Logan, der momentane Heavyweight Champion. Garrison Creed hier oben, auch ein sehr sympathischer Kerl, habe ich auch schon mal mit ihm geschrieben gehabt, also sehr sympathisch. Oder hier Johnny Knight, der nächste Gegner von Alice Croft, kann man schon sagen. Dann haben wir unten Big Capri, war schon mal bei der WWE mal unterwegs für eine kurze Zeit. Dann haben wir noch Yayo oder Joja, ich verwechsel es jedes Mal, ein ehemaliger MMA-Fighter sogar, muss man schon sagen. Haben wir auch noch hier oben, auch noch genannt, also nicht er hier, der hier nicht, da weiter oben, der da, sieht man nicht ganz, Paragon KJ, ja, sieht man nicht so ganz, leider kriegt das Bild irgendwie bei Zoom nicht so richtig hin, aber Paragon KJ, auch ein Talent, muss man sagen, oder hier Miles Mercer hier oben, auch noch mit dabei mit C-Red als Manager, also man muss schon sagen, die Jungs haben Talent, deswegen Leute an daheim, schaut wirklich mal Chicagoland Championship Wrestling oder auch C3 Wrestling von Chris Williams, da hat man auch Rocket Pro Wrestling, da treten die alle auf, aber wo können die Leute hier in Deutschland, gerade die Matches, gerade Grapple Masters, gerade letztes Jahr Oktober fand es ja statt, jetzt wurde es leider noch mal verschoben auf den Juni. Wo kann man Grapple Masters hier in Deutschland vor allem, wo kann man das sehen? Wo kann man die Show von Chicagoland Championship Wrestling sehen? So, John, as a German fan, how and where is a chance for German fans to enjoy Chicago Championship Wrestling or Grapple Masters? there's different platforms. And Alice, please be my guide on this because I don't know how television works in Germany or how streaming services are, but I'll give you the list of streaming services. We're on Amazon Prime. So anybody who has an Amazon Prime subscription could watch our show. Fight TV. Viewerships could be, our shows are on Fight TV. And we're on Powered for TV, which is in the UK, but also as a platform for European fans to watch wrestling. And we're also on High Spots Wrestling Network currently. So all four of those streaming services are available. I don't know if that's a market that Germany gets a lot of or a possibility, but I've been wanting to make sure that fans from all over the world could watch our shows. So I do know that Germans have access to Amazon Prime, definitely, but it's gonna be very embarrassing, but I hardly ever watch any TV, so I have no idea about what kind of programs we actually have here in Germany. Aber man muss sagen, bei Amazon Prime habe ich schon mal gesucht. Also ich glaube, dass man es hier in Deutschland gar nicht anschauen kann. Ich glaube, das ist auch nur bestimmte Länder bezogen, vermute ich jetzt mal. Aber wie er es ja auch erwähnt hat, Fight TV zum Beispiel kann man sogar sehen. Die anderen kann ich mir leider nicht merken. Deswegen schaut mal ruhig bei Facebook nach Chicagoland Championship Wrestling. Also John wird es öfters posten. Jetzt hat er gerade Standbild. Ich denke gerade, warum grinst er mich da ganze Zeit an? Aber man sieht gerade, bei John ist gerade Standbild.
Bild? Ah, jetzt sieht Ah, man da ist er wieder. Okay, okay, jetzt hat er nichts mehr zum Lachen, weil ich ihn angesprochen habe. Jetzt habe ich gerade im Faden. Ah, doch, nee, das wollte ich dann nachfragen. Nee, passt. Jetzt weiß ich gerade, Alice, hast du vielleicht noch irgendeine Frage an John, wo du gerne mal stellen wolltest? Klar, wir haben jetzt irgendwo schon so einen kleinen Deal ausgehandelt, also man wird Alice Croft bald bei John vielleicht sehen, aber gibt es da vielleicht noch andere Fragen, wo du vielleicht noch stellen willst? Also ich weiß nicht, vielleicht willst du noch was über deinen zukünftigen Gegner, John Nye, irgendwas erfahren oder so? Ich weiß es nicht. Okay, so since Zimmy is very determined about watching this match, me against Jimmy Knight, happening. Hey, Johnny Nye. Genau, Johnny Nye. What has that Jason Knight? No, I'm doing it on purpose. No, what has he done in order to deserve this? What has he done? Jimmy, was hat er getan, damit er das hier verdient? I do apologize. My internet connection cut out on me. All I saw was what has he done? I'm like, what happened? Like, I am so sorry, Alice. What was your question? So Johnny Knight, what has he done to deserve a fight against this? Do you have all day? Does he really deserve to come into physical experience with the Void? That's the ethical question I'm asking here. I mean, I'm a psychopath. I basically drink the blood of my enemies, but Geil. He's just an egotistical rock star that thinks he's better than everyone, and he has the tendency to spray his fans with Lysol. So he's yeah. That is disgusting. He's a germaphobe. So like he doesn't want anyone to touch him at all. Wait, even his opponents. Is he a germaphobe or a Germanophobe? Maybe a little bit of A and B. I'm not really sure, but no, he's a germaphobe at least. You know. I see. I'm gonna make him a Germanophobe as well. Germanophobe on that, but yeah, germaphobe definitely. All right, good. That's good to know. Also Leute, ihr habt es erlebt. Also da ist der Anfang von einer Fehde, wo wir vielleicht in Zukunft auch in einem Match sehen werden. Also ich würde es gerne sehen. Also gegen uns. Trouble without even realizing he is that poor guy. He won't know what's coming for him. Da bin ich mal echt gespannt gegen unseren Rockstar Johnny Nye. Er hat auch eine eigene Band, muss man schon sagen. Also das hat er auch, ja. Also Rockstar Johnny Nye heißt er ja, also nicht Knight ohne T, also Johnny Nye. Also ich habe mich auch schwer getan mit dem Namen, aber ja. Aber ich sag mal, für den Anfang, ich sag mal so, Aufwärmtraining könntest du ein Match gegen C-Red haben. Er ist zwar älter, er ist schon über 25 Jahre im Geschäft, aber das wäre so ein kleines Aufbautraining, glaube ich, gegen C-Red, weil da hast du schon eine gute Chance. Also muss aber aufpassen, da gibt es auch den Miles Mercer. Also mit dem werde ich ein bisschen aufpassen. Den bitte was Mercer? Miles Mercer. Miles Mercer. Oh. Genau, also er ist eigentlich, also man sieht jetzt nicht nur so hier, das ist Miles Mercer. Also auch ein guter Wrestler, muss man sagen. Also eigentlich ein richtiger Heel, muss man schon sagen. Und sein Manager, der ist daneben dran, sieht man nicht ganz, aber C-Red, der ist ja sein Manager und tretet aber auch ab und zu, also im Ring auf. Also so Aufbaugegner wäre nicht schlecht, aber egal. Weiß gar nicht, Alice, hast du noch eine Frage an John oder so? Also jetzt diesmal nicht um eine Fehde, vielleicht mal was anderes oder so, keine Ahnung. Gerade nichts, was nicht ins tiefere Kontraktgeschehen geht. Okay. Dann frage ich hier mal meine beiden Jungs, einmal der Martin. Martin, hast du noch eine Frage an John? Soweit jetzt nicht, nein. Okay, weil wir kommen langsam zum Ende, deswegen jetzt hast du noch die Chance. Nein, im Moment nicht. Okay, Arne, hast du noch eine Frage, wo du selber stellen willst? Nein. Nicht? Okay.
Okay, also Arne hat es ja schon vorweggegriffen, also John hat ja schon Fragen an uns gestellt. Da würde ich sagen, dass wir auch langsam zum Ende kommen. Deswegen, Leute an euch daheim, schaut mal wirklich im Facebook nach. Wir werden auf jeden Fall in die Beschreibung einen Link reinsetzen von Chicagoland Championship Wrestling. Wo könnt ihr das verfolgen? Ein paar Namen hat er genannt, vielleicht habt ihr das sogar rausgehört, welche Namen das war. Ich habe noch Fight TV und Amazon Prime verstanden, die anderen Namen. Am besten mal nachschauen, das könnt ihr ruhig machen. Und wie gesagt, vielleicht sieht man in Zukunft ein Match Johnny Nye gegen Alice Croft. Das wollen wir gerne sehen. Und ihr habt auch gehört, Fatal 4-Way Match um den Champion-Title. Wir haben hier Chris Logan gegen Vic Capri, Garrison Creed und Marshall Rocket. Also es gibt noch mehr Talente, deswegen schaut euch ruhig mal an. Wir haben noch Raven Fett, haben wir noch. Wir haben noch, vorhin ist mir der Name eingefallen, aber jetzt nicht mehr. Ewok zum Beispiel haben wir auch noch. Ja. Der gesamte Roster befindet sich auf der Internetseite von Chicagoland Wrestling. Chicagoland Championship Wrestling. Ja. Okay, genau. Genau, richtig. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Ende vielleicht noch kurz als Übersetzung noch für John. Vielleicht hat er jetzt noch zum Schluss noch eine Frage an uns. Wenn nicht, würden wir dann zum Ende kommen. Das ist jetzt doch so mein Schluss. Dolmetsch-Übersetz-Resümee oder Satz. Weißt du, wie das nennt? Nix. Alice weiß, was ich meine, glaube ich, hoffentlich. Nice. So Steve is wondering whether you have any questions left for the WF team or me, John? Because otherwise, they were going to wrap it up after this. No, everything is great. I enjoyed the podcast. Alice, thank you so much for being my translator. I'll look forward to working with you. And anytime any of you ever need to just, want to talk or just, watch some wrestling, I'm always down. So, but thank you for having me as a guest. It is a real honor and a pleasure. So thank you from all of us. So thank you again. Bitteschön. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich sage immer bitteschön. Alle sagen immer Danke auf Englisch und ich sage immer bitteschön. Ich muss sagen, you're welcome. You're welcome. Genau, okay. You're welcome, yes. You're welcome. English lessons with Miss Croft. Right out of the box. Das waren jetzt die letzten Worte, glaube ich, von John. Also er hat schon vorweggegriffen. Ich würde sagen, ihr könnt auch noch eure letzten Worte noch an die Fans richten. Ich würde sagen, in dem Fall auch noch Alice, danke auf jeden Fall, dass du mit gedolmetscht hast. Das auf jeden Fall für dich noch so die letzten Worte noch für die Fans, wenn du noch ein paar hast oder so. Ich weiß nicht, auch für Johnny Nye kann ich auch noch eine Nachricht hinterlassen. Das ist also mir auch egal. Talk. Simi sagt das immer, als ob das deine letzten Worte wären, weißt du? Ja, in diesem Talk. Ja, genau. Rest in peace. Das ist das last word. Eine gläubige Frau, aber... Nein, also wie gesagt, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich bin mir auch sicher, dabei ist jetzt auch was ziemlich Cooles dabei herumgekommen, wenn es dann tatsächlich zur Kollaboration zu Chicagoland Championship Wrestling mir kommen sollte. Darauf freue ich mich riesig. To John, thank you so much for being on here today, for answering your questions, and for basically just giving me the chance to get to know you and the other way around. It's been an honor, and I'm looking forward to working with you in the future. And yes, to all my beautiful lovelies and gentle lovelies, thank you so much for listening to me. Okay. Arne, deine letzten Worte für diesen Talk? Thanks, John. Thanks, Alice. And well, thank you. It's like I said, it's it's an honor to finally get to talk to you guys all face to face, and it's we should do this again. So definitely. Wrestling is family, and that was my last word. Words. Absolutely. Yeah. Absolutely. Und was hat Lübeck noch zu berichten? Yeah, thank you, John, to have you here in our stream. Thank you to Alice for our translator. And yes, wrestling is family. Buy the wrestling stuff for the promotions, and hope I see wrestling live again. And this was from Germany, from Lübeck.
Never. Thank you, Martin. Und ich noch am Schluss, from my side, thank you very much, John, that you was here in this podcast. Mal schauen, was noch alles kommt. Wie gesagt, Facebook könnt ihr mal reinschauen, Chicagoland Championship Wrestling, selbst bei YouTube sind die vertreten, Instagram genauso. Alice Croft könnt ihr natürlich verfolgen. Johnny Nye hier, Alice Croft, hey, Germany comes with Alice Croft to America. Und danke auch Arne, Martin, dass er auch mit dabei war. Deswegen, wie gesagt, folgt wirklich allen Leuten, schaut auch wirklich mal hier, Merchandise, könnt ihr mal reinschauen beim Get Shirts, WFD, da findet ihr alle Shirts, wie gesagt, Chicagoland Championship Wrestling und alle anderen Logos haben wir auch noch mit drin, deswegen ruhig mal reinschnuppern und wir freuen uns auf Grapple Masters, das im Juni kommt, da bin ich mal echt gespannt, das sind wieder die Leute, wo im Hintergrund sind, alle mit dabei, von Vic Capri, Chris Logan, Garrison Creed, Johnny Nye, Julia, Yayo, wie auch immer heißt, Miles Mercer, Sea-Red, PJ, die Gotch Brothers zum Beispiel sind auch noch mit dabei, also noch viele, viele mehr. Marshall, Rocket, Ewok, Raven Fett ist ja Vater geworden letztes Jahr, also hier noch gute Glückwünsche, auch wenn ihr das nicht versteht, aber egal. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Talk. Ciao. Ciao.